Matt, 100 Tage Powerlifting Challenge. Let's go. I tried powerlifting for 100 days. Let's go. I joined a professional powerlifting competition with only 100 days to prepare. The only problem? I've never powerlifted before, I have no technical training, and I kind of don't even know what it is. What? But that's not going to stop me. Okay, maybe it will. So I set out to learn everything I could about becoming an elite powerlifter, from the mechanics of lifting to diving into strength training science and perfecting my nutrition plan. I'm dedicating the next 3 months to becoming a professional powerlifter. This is crazy. Bit more. Okay. Nice. Will I be able to compete at the highest level or injure myself and jeopardize the entire process? So he said it's probably a 1st or 2nd degree tear. Oh my God. This video is sponsored by Squarespace. First things first, what is... Einmal kurz, um mich abzuholen. Ich habe vorher noch nie ein Video, also ein Video habe ich gesehen von Matt, und zwar das mit dem Minimalismus. Das wurde mir irgendwie in die Timeline gespült. Da war ich, versuche 100 Tage oder so minimalistisch zu leben. Das hat mich damals sogar voll inspiriert. Seither bin ich nämlich tatsächlich selber auch mehr minimalistisch geworden. Und zwar habe ich seither wirklich viel Kram von mir weggegeben, verschenkt und so, weil es mich tatsächlich echt genervt hat, viel zu besitzen, Leute. Ich habe jetzt nichts mehr. Ist auch irgendwann, wenn du Papa wirst, du hast deine Kids zu Hause, du hast ja nicht mal mehr ein Zimmer, weißt du? Also ich habe ja dieses Büro hier so wirklich, aber das war's halt, Leute, ja. Das ist ein Teil des Erwachsenwerdens, was ihr habt jetzt so ein Zimmer mit Kram und so, habt ihr nicht mehr. Überlegt mal euren Papa oder eure Mama vielleicht, die haben meistens auch eigentlich nichts so, weißt du, also außer euch. Und das ist nicht unbedingt ein Geschenk, Digga. Is powerlifting. In its simplest terms, powerlifting is a sport designed to find the strongest person in the room. Its origins date all the way back to ancient Greece, when men would lift stones to demonstrate their strength and prove their... Ancient Greece, Leute, ne? Denkt dran. If Hedius, ne? Shoppt gerade 20% bei kiloforkiloware.com auf alle meine Klamotten. Zum Beispiel eben den altgriechischen Gott Hedius, der nämlich gesagt hat, wenn ich das Gewicht nicht heben kann, soll es mich töten, während ich es versuche, es zu heben. Weswegen wir ihm If he dies, eine Klamottenmarke, Klamottending geben haben. Geiles Bild auch, wie er da chillt mit dem Stein so. Bro, it's all good, bro. Ich hab den Lift, alles gut, Bruder. So ein Stein auf dem Rücken, Digga. Their manlyhood. It wasn't until the 1960s that the first official competitions were held. And Junge, it wasn't till the 19 was? Das Bildvideo gerade? Its origins date das war locker aus Deutschland. all the way back to ancient Greece, when men would lift stones to demonstrate their strength and prove their manlyhood. It wasn't until the... Da, schau mal den Reichsadler hier. Ist das, also dieser Adler. Heißt das so? Ist das jetzt, war das jetzt, sagt man das nicht? Ich weiß nicht. Das Bundeswappen, keine Ahnung. Der BVDK, der hier noch früher so, man kann eh nur rot wählen. Das ist alles ungültig. 1960s that the first official competitions were held, and powerlifting started to look a bit closer to what it resembles today. There are hundreds of different lifts you could do to prove how strong you are, but for a powerlifting competition, there are just 3 that are performed: the squat, the bench press, and the deadlift. Each of these lifts require a different set of skills, technique, muscle, and strength. Competitors, who are divided into different weight classes, get 3 attempts to perform their 1-rep max. That's lifting the heaviest weight you possibly can, just 1 time. And the person who lifts the most combined across their squat, bench press, and deadlift is deemed the strongest, and the winner of a lovely dinner plate. When you put yourself under this kind of weight, there is the potential for dangerous outcomes. Torn muscles, serious injury, and even death have resulted from powerlifting. So let's sign up for a competition. Also wenn man das jetzt so sieht, ne? Ich meine, wir sprechen ja davon wirklich, ich sehe ja Powerlifting wirklich wie so ein Sport, so wie Laufen gehen oder so, weißt? Für mich ist das total verletzungsunanfällig in meinem Kopf. Aber wenn man jetzt von außen daher schaut, natürlich mit dieser übertriebenen Darstellung, die er jetzt gewählt hat, auch mit viel Strongman-Einblendung, sieht das wirklich aus wie ein gefährlicher Sport so. Als ob du halt wirklich sagst, so Digga, ich bringe mich jetzt um, weil ich mit so viel Gewicht, dabei ist das natürlich fast gar keine, bis eine so kleine Facette in diesem Sport, die man ja sonst nie sieht, ja. Das heißt, du trainierst ja immer leicht unter deiner oder weit unter deiner maximalen Leistungsfähigkeit und baust halt Fähigkeit auf, stark zu werden. Und du testest wirklich diese gefährliche Situation eigentlich nie. Ja? Nicht mal im Wettkampf eigentlich. Also ein bisschen schwierig dargestellt, finde ich, aber natürlich wegen der Dramaturgie wichtig hier, ne? All right, so I'm preparing to sign up for my very first powerlifting competition, like a legitimate competition where you wear a leotard, you get up on a platform, and you lift the heaviest weight you've ever lifted in your life. I have to declare my weight class, 75 kg. Equipment, there's only one choice, it's raw, and that's it. I just signed up for my first powerlifting competition.
What the fuck? Also er tritt ja an der USAPL an, so wie ich das sehe. Das kannst du an den Gewichtsklassen sehen. Das ist ein getesteter Verband in Amerika, der auch an die IPF angeschlossen war mal vorher und jetzt nicht mehr ist seit einiger Zeit. Da gab es mal diesen Eklat. Die wollten sich nicht an die WADA-Doping-Testing-Regeln, Regularien halten und haben halt so externe Labore fürs Testing engagiert, die nicht compliant, also nicht zusammengepasst haben mit der IPF. Und deswegen sind die da rausgeflogen und haben dann ihr eigenes Ding gemacht. Jetzt verlassen sehr viele Lifter wieder die USAPL. Die USAPL hat nämlich Geld bezahlt, zum Beispiel Russell Orhi viel Geld bezahlt, dass er bei ihnen startet, so als Maskottchen. Und dadurch konnte er natürlich nie mehr an Weltmeisterschaften teilnehmen. Deswegen habt ihr ihn nie an Worlds gesehen in der IPF, mit mir zum Beispiel mal oder so. Also ich wäre dann viele Plätze hinterhin, aber gut. Weil die nicht mehr zugelassen waren, einfach, ja. Und jetzt sehen wir halt schon wieder, dass die USAPL mehr oder weniger langsam den Bach runtergeht. No front, aber viele Lifter verlassen jetzt die USAPL wieder. Before I start training, I want to weigh in and get my body measurements. I want to get an accurate look at what I look like before and after powerlifting, so I'm not going to flex. This is me not flexing. And I know that there are going to be some people that are saying I'm only doing this video so I can take my shirt off. Yeah, I don't have a response to that. I'm currently 5'8" and weigh 158 pounds. Er ist jetzt 5'8" und nach Powerlifting ist er dann geschrumpft. Aber wenn er dann eine Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung macht, dann kann er wieder wachsen. Never forget, Garnil Dildler, Natural Nil Schwindler. Never forget it, Bro. Ich werde niemals müde, das in den Videos anzubringen. And here's the full rundown of all my body measurements. I'll be doing a comparison at the end of the experiment to see how big I actually get. If you're wondering, my biceps measure in at 15 inches. Junge, Amerikaner, Digga. Was sind 15 Inches denn in Zentimetern? Weiß es jemand von euch? 15 Inch in Zentimeter. 38er Oberarme, Digga. Läuft. While I have zero experience powerlifting, I have been going to the gym since college, and I'm pretty confident in my bench press. The two exercises that intimidate me the most at the gym, though, are the deadlift and the squat, which is why I almost always avoid them. I want to safely test my strength on day one, so I did my best 5-rep set of each lift. Then I threw that number into a 1-rep max calculator to determine what I could hypothetically lift in a competition if I had to do it today. Ich finde das ein gutes Zeichen, oder man erkennt hier gut, warum diese Schuhe so kacke geeignet sind, ne? So schwammig, wie eine Matratze, auf der du beugst, ne? Immer schön flache Schuhe nehmen. Wobei man aber sagen muss, deine Technikrad, die war ja richtig gut eigentlich schon mal, ne? Also so als Basis, wenn du nicht vorher groß Powerlifting trainiert hast, ist das schon mal eine sehr gute Basis. Here's what I got. My squat was 185 pounds. Oder muss ich jetzt wieder rechnen, oder was? 185 Pound Squat. Das ist aber... My bench was 200 pounds. And my deadlift was 256 pounds. Ich finde richtig gut, dass er mehr bencht, als er gebeugt hat. Also, ich kann nicht rechnen. This is a far from perfect way to calculate your strength, but it'll have to do. 90 Kilo gebeugt oder so, oder 85 oder so, und auch nur 90 gedrückt so, oder 85 oder so. So this is the official USA Powerlifting rulebook. It includes hundreds of rules and guidelines for performing each lift. Disqualifications can come from dozens of different... Hand aufs Herz, wer hat sich von euch schon mal die IPF oder USAPL BVDK-Regelwerk durchgeschaut? Eins in den Chat, wenn ihr das gemacht habt. Warte mal, klopft das gerade? Ja? Hast du vielleicht ein paar Likes? Ja, ich frag mal kurz. Wenn er mir gleich den Becher gibt, Mann, gebt mir bitte einfach ein paar Likes, ja? So eine kleinen Content-Creator, Mann, die brauchen jede Unterstützung, die sie kriegen können. Reicht mir den Becher. Schönen Abend noch und frohes Schaffen! Okay, Leute, danke für dein Like und jetzt weiter im Video. Different technicalities, a double bounce at the bottom of a squat, failing to hold the bar still at the top of a bench press, not locking your knees at the top of a deadlift, and so on. The more I look into it, the more I realize I am completely out of my depth. So I want to talk with an expert who can help give me some guidance about how to best get started with training. So I reached out to someone who goes by the Australian Strength Coach online. His real name is Sebastian Orib. I gave him the spiel. I told him about what I was trying to do, and he agreed to train me for a day. So I guess we're doing this. Sebastian's resume is impressive to say the least. As an elite powerlifter, he's held several national records and can lift some serious weight. This is him squatting 881 pounds.
Cool. But not only is he insanely strong, he's also the strength coach for Thor Bjornsson, widely regarded as one of the greatest strength athletes of all time. With 30 international competition wins, and as the current world record holder of the deadlift at 1,105 pounds, many strength analysts and strongman experts consider Thor as the strongest man to have ever lived. So yeah, maybe I can learn a thing or two from this guy. Sebastian, thanks so much for joining me today. You're one of the best strength coaches in the world. Thank you. So, question. Junge, als YouTuber, ne? Das ist CGI, oder? Der ist nicht zufällig genau in dem Moment gelaufen, wo das Sebastian, Flugzeug thanks so oben much for durchfliegt. joining me today. You're one Habt ihr of diesen Strich the gesehen? best Das ist- strength. So yeah, maybe I can learn a thing or two from this guy. Sebastian, thanks so much for joining Da? me today. You're one of Weil ohne Spaß, dann Endzeit-Respekt als Fellow-YouTuber, der ich bin, so einen Shot aufgenommen zu haben. Mashallah, Bruder. the best strength coaches in the world. Thank you. So, question. Das bietet sich aber übertrieben an, um das da reinzuschneiden, weil das oben so keinen anderen Kontrast hatte als nur der Himmel und so. Ich glaube, das ist reingeschnitten gewesen. Question number one. Can you actually help me open this jar of pickles? Oh, okay. I've got just 3 hours with Sebastian, who goes by Bass, to learn everything I can about powerlifting. Most importantly, I want to walk out of here with the proper lifting technique that I'll be using in my competition. Shoes off. Shoes off, yeah. No shoes is the best footwear for a deadlift. Okay. Right now I've got you some knee sleeves as well, but instead of putting them on your knees, I'm going to put them on your shins. Okay. Because a good strong deadlift needs to be in contact with your shins from start to finish. Okay. And without those, you get Also, wenn er ein guter Deadlift-Coach in der Situation wäre, würde er erstmal die richtige Stange nehmen. Er hat nämlich eine Deadlift-Stange, das ist nicht die Stange, mit der Matt nachher am Wettkampf heben wird. Aber gut, da können wir mal drüber wegschauen. Dieses Schienbeinkontakt für die Startposition, ja, aber dann weiter auch nicht. Sleeves an die Schienbeine ziehen, finde ich, ist. Digga. Ich glaube, Strongmen machen sowas halt immer, weil die halt wirklich doller auch in die Stange crashen und sich niedriger absetzen, weil das technisch halt für die sinnvoll ist, weil die einen ganz anderen, also durch die Größe und durch das Gewicht, was die oft tragen, einen anderen Körperschwerpunkt haben in Relation zur Stange und der Schwerpunkt, der sich dann ergibt. Deswegen heben die oft so viel niedriger abgesetzt als die Normalos. Aber gut, gucken wir uns das mal an. pretty bruised up shins Yeah. and bleed on my barbell. Okay, yeah, don't want to do that. Okay, so first things first, I'm just going to ask you to show me how you deadlift. Yeah. If it's perfect, I don't change a thing. Okay. Let's do it. Das mache ich übrigens in meinen Technik-Coachings auch immer so. Ich lasse euch immer erstmal machen. Und das ist nämlich doof, wenn du schon im Vorfeld oder auch mit der Lernstange so anfängst, irgendwelche Tipps zu geben oder so, weil du gar nicht weißt, wenn nachher Gewicht drauf ist, ob die das vielleicht doch besser können. Okay, you want to place bets? I like this because we're going to see a really great before. Ich finde das gerade richtig spannend, weil jetzt gucken wir mal, was der Australian Strength Coach, ich kenne ihn halt gar nicht, also ich habe den schon mal auf Insta gesehen, aber der ist ja scheinbar in den Stofferverbänden drin und die haben ein bisschen anderes Regelwerk und auch anderes Equipment als die Natty-Lifter, plus coacht ja scheinbar Strongman viel, das heißt, der hat natürlich einen ganz anderen Blickpunkt auf Powerlifting, als wie irgendwie dieser Technikboy Optimizer Bro, der ich bin. Before and after. Yeah. Good. Good. In general, that was pretty good. So a lot of people look at, back position. Yeah. That's probably the highest priority, that you have a really nice, strong brace Yeah. to protect your back. Okay, but now I want to consider efficiency of movement. Walk up to the bar so the barbell is in line with the center of your foot. Yep. Your stance should be hip width and the barbell should be about 1 inch away from your shins. Yep. Now what I want you to do is grab the bar on the outside of your legs. Perfect. Now sitting into position, I want you to push your knees gently outwards against the inside of your arms. Now I want you to pull the barbell into your shins. Okay. Reach the crown of your head towards the ceiling. Take a big breath. Okay, you jumped the gun a little Yes, bit. I did. Yeah. Das machen Leute, also das hat er sehr gut, sehr schnell erklärt. Das machen Leute tatsächlich richtig häufig, die heben einfach hoch so. Du solltest noch gar nicht heben, solltest dich nur festziehen. Aber sehr gut. Okay, so don't lift it yet. Just a few minutes into my coaching session with Bass, two things were clear. He's a stickler for technique, and I have a lot to learn. I'm excited about bench. Also ich würde auch weniger diesen Cue nehmen, dass du den Kopf halt zur Decke hebst. Ich würde sagen, stell dir vor, du hast so Bänder an der Schulter, am Rücken, weißt du, dass du den Rücken hebst, weil der Kopf dann, klar führt das ein bisschen, aber es sorgt oft dafür, dass die Leute sich zu früh aufrichten, aber es ist ja voll klein. I think this is where I'm most confident.
but I'm sure you're going to have a lot of ways to improve my form. I'm pretty sure I will. So it's not that it's not that I think that you're doing it wrong before. It's just powerlifting technique is pretty unique. Yeah. So I'm going to put you in a position you might look at and go, whoa, what are you doing here? So it's an arch back. Oh, okay, yeah. Yeah, right. That's already new. Exactly. So I just know that. So it's not that you were doing it incorrectly before, but it's just going to be different now. Slide back so your head is off the bench. More. Good. Now from here, push the heels downwards. This is crazy. Bit more. Okay. Nice. Breath hold is a reflex. Yeah. So if you were to lift a heavy object off a loved one that got into an accident, that's just something that would naturally happen. Before you lift. So this is a natural instinct. Take a big breath to brace. Push the world away. Excellent. Ja, das war echt richtig gut, der Deadlift, richtig gut. Take a big breath. Control. Knees out. Up fast. 2. That's easy. Hold the weight. Let's go. Heels down. 1. Yeah, you got 3. 2. One more. Easy peasy, man. Easy peasy. That was better than the set before. Yeah. You were a lot tighter, a lot more stable, and therefore that weight was easy. To be honest with you, I don't really care how strong anyone is. I've trained very, very strong people. Einmal kurz vorab zum Bankdrücken. Er hat den Bankdrücken jetzt so beigebracht, wie er in seinen Verbänden ist. Und zwar, dass die Füße nicht auf dem Boden müssen, die Fersen. Er hat zwar gerade beim Drücken gesagt, Heels down, hat er aber nicht darauf reagiert. Also hat er es wahrscheinlich einfach so durchgehen lassen, wahrscheinlich weiß er es auch. Aber das wäre natürlich crucial, wie man sagen würde, dem Athleten mitzugeben, dass er die Füße, die Fersen wirklich auch per Regelwerk auf den Boden stellt und nicht halt in der Luft lässt, ne? Weil das verändert ja doch viel am Leg Drive und an der Position, die der Athlet einnehmen kann, an der Höhe der Brust, ob du dann nur deine Zehen auf dem Boden haben musst oder die ganze Ferse. Und das finde ich, ist hier ein bisschen, ist völlig irrelevant für das Video, für den Normalo, ne? Aber für mich als Powerlifting-Coach ebenfalls ist das natürlich so. That was better than the set before. Yeah. You were a lot tighter, a lot more stable, and therefore that weight was easy. To be honest with you, I don't really care how strong anyone is. I've trained very, very strong people. My highest priority is movement, and I did not think I'd get someone to be able to move that well. Oh, thanks. So that makes my job so much easier. Yeah. Das macht er wirklich richtig gut. Und dieses, was man jetzt hier in den kurzen Shots gesehen hat, macht der Matt das richtig, richtig gut. Übrigens auch was ich sehr häufig bei mir im Technikcoaching habe, da muss ich euch mal loben, Leute, die bei mir im Technikcoach vorbeikommen. Es fällt mir halt richtig leicht, euch zu coachen, weil ich gebe irgendeinen Tipp und ihr könnt die sofort umsetzen, so, weil ihr sehr gutes Körpergefühl häufig schon habt und euch viel damit auseinandergesetzt habt, was in alten Gymzeiten zum Beispiel den Leuten halt häufig total gefehlt hat. Ne? Da hast du dann gesagt, ja, schau mal, wenn du atmest, so deine Wirbelsäule neutral ausrichten und die haben halt die Wirbelsäule überall so, weißt du, also so, keine Ahnung, Digga, so seitlich verdreht und du denkst dir so, Bro, das ist wirklich, es macht dann richtig Spaß zu coachen, wenn du sagst, stell dir vor, das und der macht das. Das ist so richtig befriedigend und das habe ich gerade bei dem Australian Strength Coach auch gesehen, bei dem Matt, dieses Gefühl, der hat sich so richtig so, geil, Digga, das macht Spaß, Mann. So training with Bass for the day was overwhelming, but I learned so much. And the best part is that after he finished filming, he pulled me to the side and offered to train me for the entire 100 days. And when I asked him what that meant, he's like, literally come into my gym whenever you want. I'll train you as much and as often as you'd like, which is as exciting as it is terrifying. He scares me a little bit. He's an intimidating guy. There were a couple. Ja, aber das ist total unnötig zu glauben, ne? Der ist halt, ich glaube, schon richtig cool. Der war auch nett, fand ich so. Und hat seine Folien auch gezeigt und hat freigesprochen. Also das Angebot zu bekommen ist halt mega sinnvoll, weil wenn die Technik halt halbwegs stimmt, ist das für den Coach auch richtig interessant zu sehen, weil wenn er jetzt auch noch richtig trainiert über die Zeit, wie viel man da rausholen kann aus jemandem, ne, in so kurzer Zeit. Ich bin selber auch sehr gespannt, ich weiß es auch. Things I needed to get as I started powerlifting. For squats, knee sleeves provide comfort and can be a good cue to let you know when you've reached the right depth. Junge, wenn du die so locker anziehen kannst, auch abgesehen davon, dass in die USAPA wahrscheinlich nicht zugelassen sind, die er sich gerade angezogen hat, dann müssen die Knee Sleeves enger sein. Shoes for gyms that don't let you go barefoot, which is most of them. You don't want to squat in running shoes for the same reason you don't want to squat on your bed. And for deadlifts, long socks help protect your shins from getting cut up on the barbell. What do you think? Are they weightlifting? Yeah. You got Converse? And the socks too. No, you're not. Yeah. Übrigens, Leute, wenn ihr auch welche haben wollt, na Socken für Deadlifts kriegt ihr bei Kilo für Kilo gerade für 20% reduziert, ja. Einfach mal rübergehen auf kilofürkilowear.com und reinshoppen. Da haben wir auch Deadlift-Socken, habe leider gerade keine hier, mit dem Hochkrüppel-Logo, was ihr so liebt. No, you're not. Yeah. No, you're not. Yeah. No, you look ridiculous. It turns out that these socks aren't long enough or thick enough, so Nat's going to be happy when she hears about that.
Deswegen holt euch die Socken von Kilo her, die sind nämlich lang genug und dick genug. Instead, I'm just going to reuse my knee sleeves like Bass recommended. I also got some lifting chalk. This helps improve grip for deadlifts. Pro tip, don't apply chalk in your office. And last and most importantly, a lifting belt. These belts help support your form, they make lifting a little bit safer, and they even allow you to lift a little bit more weight than you otherwise could have. Okay, now for the fun part, I need to get my program and get started with training. Okay, so my ideal split is 4 days per week, mainly because more days than that, you need recovery. So more days isn't necessarily better. I think. Übrigens auch ein Grund, warum mein Trainingsprogramm Rise and Grind auf 4 Tage ausgelegt waren. Oder sogar nur auf 3, wenn du nicht mehr Zeit hast. Weil mehr als 4 Tage für Powerlifting halt so selten Sinn machen, Mann. So selten. Wobei man das für Matt sehen könnte, aber es wäre wahrscheinlich nicht notwendig. Und wie ich gesehen habe, hat er ja auch Kinder und Familie. 4 days is a sweet spot if you have the time for that. And this is how I like to set it up. 2 days upper body, 2 days lower body. We have a squat day, a bench press day, a deadlift day, and then another accessory day. The sport of powerlifting, I do need to teach you how to do a really heavy weight for 1 rep. It is a skill. Yeah. So a lot of people love to do their standard 3 sets of 10 for any exercise, and that's a really nice approach to training. But you can't just do lots of sets of 10 and then come into a powerlifting movement and expect to be really good at a heavy 1 rep max. We need to gradually get you prepared for the weight. Coming under a barbell in a squat of your absolute max can really shock your body. This program is designed for a beginner, so the first priorities are the squat, bench press, and deadlift. After that, each day includes accessory lifts that target muscles more specifically, including one-arm rows and hamstring curls. Hat er gesagt, eine Upper Body und Lower Body Trainingsplan? Weil da, finde ich, vergibst du halt wirklich Platz für Lifting, weil du kannst ja nur einmal oder zweimal beugen in der Woche und zweimal Kreuzheben theoretisch, wenn du nur Upper und Lower Body Days hast, zweimal Oberkörper. Also das ist frequenztechnisch nicht optimal gelöst, finde ich, aber gut. Man muss natürlich sehen, den Lifter immer dort abzuholen, wo er ist. Ne? Das ist eins der wichtigsten Faktoren, weil man kann immer sagen, wirft die mit Frequenz tot, also mit häufiger Bankdrücken, dann lernen die schneller oder so. Naja, der Bruder hat halt 100 Tage und wenn wir ihn jetzt plötzlich überfordern mit 4-mal Bankdrücken in der Woche, was er vorher nie trainiert hat, ja, dann kommt er nicht an. Der wird nicht die 100 Tage schaffen. Ne? Das heißt, man kann jetzt immer easy sagen, mehr ist doch besser, und also von der Frequenz her. Aber ihr solltet wirklich verstehen, das müssen alle Coaches verstehen auch mittlerweile, oder die sich so für die Internet-Coaches halten, dass es darum geht, den Lifter dort abzuholen, wo er ist und nicht ihm einfach das beste Training auf den Nacken zu klatschen. Ja? Das ändere ich zum Beispiel auch bei meinem neuen Rise and Grind 3.0, weil wir einmal Bankdrücken wegnehmen, weil das hat 4-mal Bankdrücken und viele kommen von 2-mal Bankdrücken in der Woche nur, auch wenn bei den 4-mal natürlich leichte Tage dabei sind und so, kommen die halt aus weniger Bankdrücken und dann wird es auf einmal viel zu viel. Und das heißt, das war ein Fehler von mir, zu denken, dass meine Zuschauer halt schon so gut sind, dass sie schon so viel Bank drücken. Und das sind viele von euch eben nicht. So no front, aber viele von euch sind eher bei Matt. Von der Leistungsfähigkeit her, ne? Every week, I add more weight to the bar, and every 4 weeks, my program changes to include new lifts, each targeting different muscles and different movement patterns. This will go on until my competition date, which is over 100 days away. Technically, 117 days away from my very first training session because that's the soonest competition I could find. The goal in my first phase of training is to start with a comfortable weight and focus on my technique, instead of going closer to failure. That means 5 sets of 3 reps for each of the competition lifts. Massive breath, knees out, bum back, and drive. Weight, big breath, knees out, bum back, drive. Yeah. Weight, big breath. Knees out und bum back ist für mich auch die Cues, die du echt nicht sagen willst, Alter. Aber gut, für ihn in der Situation funktioniert das wahrscheinlich, und dieses 5x3 ist halt auch so ganz klassisch tatsächlich im Powerlifting, sieht man häufig. Da könnte man, bei ihm brauchst du jetzt auch nicht viel mit Topsets oder so machen oder mit RPEs, das ist einfach zu kompliziert für seinen Trainingsstand, das ist unnötig. Deswegen macht er einfach mit jetzt wahrscheinlich linearer Progression, also jede Woche ein bisschen Gewicht drauf, 5x3, ganz basic, Mann. Knees out, bum back, yeah, really good. So this is all about skill acquisition, okay, so it's 3 reps of these really complex powerlifting movements. Okay, so the reason for this, if we do high reps for these squats and bench press and deadlift while you're learning them. Also ich würde die Aussage really complex Powerlifting Movements würde ich halt echt in Klammern setzen, Digga, ne? Also so komplex ist eine Kniebeuge halt echt nicht, Mann. Und Bankdrücken und Kreuzheben auch nicht. Komplex ist olympisches Gewichtheben vielleicht. Oder, wie heißt das hier, dieses Steine werfen, Digga, Kugelstoßen oder so. Das ist komplexer. Und das ist theoretisch auch eine Schwerathletik, also, naja. The risk of technical breakdown is high. As you get further into
the risk of technical breakdown is high und sie ist normal. Es wird passieren so, immer wieder, ja. Und du lernst halt umso besser, umso häufiger es dir passiert. Das ist doof gesagt, weil du willst nicht, dass es so immer wieder regelmäßig passiert, aber du lernst ja durch Abweichung. Yeah, if you do a high rep set, if you do a set of 10, what I know from experience is when we're working with people that are learning the movement, they'll get the first few reps really nicely, and then the form will start breaking down and just, it's a domino effect. It just gets worse and worse as we get later on in the set. So the first exercise of the day, when you're the freshest, you have the most energy, it's about really mastering that skill. There are a dozen. Das kann ich nur unterschreiben, weswegen wir im Powerlifting halt auch einfach wenig mehr, ich mache nie mehr in den Comp-Übungen, mehr Wiederholungen als 7 in meinem Trainingsprogramm mittlerweile auch. Bei Progress früher war es anders, aber seither habe ich auch ein bisschen hinzugelernt, weil einfach genau, was er gesagt hat, du verlierst die Konzentration über die 10 Versuche und die letzten sehen kacke aus. Und das ist nicht, was wir wollen eigentlich. Things you need to think about for each lift. Take squats. You need to place your hands on the bar as close as comfortably possible. Place the bar on the delts so it has a shelf of muscle to lie on. Take 1 step back and 2 steps to the side. Elbows and shoulders back and down. Head slightly down but looking straight ahead. Big breath in. Controlled rep down. Slight spring at the bottom of the rep, exploding with force. Breathe out and repeat. So a lot of the times when we're lifting a very heavy weight, it can be a very daunting task. But if you stop thinking about the weight that's on the bar and start thinking about hand here, back here, foot position, go. It's that same routine that makes lifting heavy weights a lot easier. If you want the exact program that I'm doing in this video, then go to strengthsystem.com/Matt. That's where Bass is going to be selling the program. You'll get every phase of the program. You'll get walkthroughs of every exercise, and you'll get the full interviews and full training that I did with Bass myself that goes into so much more detail than I could possibly get into in this video. Full transparency, we're going to be splitting the revenue as a way to hopefully recoup some of the costs of the nearly 6 months this project is probably going to take from start to finish, but it's a genuinely amazing program and I think you'll love it. Wenn ihr eine deutsche Variante davon haben wollt, dann geht ihr jetzt auf kiloforkilo.de. 20% gibt es nämlich auch bei mir und gönnt euch einfach eins meiner Programme und die sind wahrscheinlich besser, Digga. No front, aber ich kann sowas nicht immer sagen, ist böse, aber ja, überlegt's euch. Kuss. If you have any doubts about whether the program is actually good or not, keep watching. Das Programm wird garantiert sehr gut sein. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also Programme gut machen ist auch so einfach, Leute. Das ist also kinderleicht. What kind of results do you think somebody like myself could see over the course? Warte mal, ich sag das jetzt, bevor er das sagt, ja. Ich habe das Video auch nicht gesehen. Was hat er gerade gebeugt? 90 mal 5 am Anfang, ne? Ich glaube, dass er in den Bereich 160 beugen kann am Wettkampf. Vielleicht sogar 170. 160, 170. Das sehe ich in 100 Tagen. Easy. Easy nicht, aber sehe ich. So, hängt davon ab, wie er auch sich reinhängt. Bankdrücken hat er ja auch dasselbe gedrückt, ein bisschen mehr, ne, glaube ich sogar. Also 200 Pounds oder so. Also auch 90 oder so. Denke ich 110, 115. Kann man so sehen. Aber ich weiß es jetzt wirklich nicht, weil ich ihn nicht trainieren gesehen habe. Aber so meine Schätzung. Und wie war das im Kreuzheben? Was hat er da gehoben? Auch ein bisschen über 100, ne? Oder 100 oder so? Da sehe ich ihn bei 180 oder so. Ich sehe ihn ein bisschen so auf Coach Steph-Niveau. Wobei Coach Steph hat schon 160 gedrückt oder so, hat er mal erzählt? Naja, beim Kreuzheben dann nur. Shots an der Stelle, Liebe. Of 100 days of powerlifting. I can make a prediction now. Okay, so I think we could probably get you to a 160 kilo squat. Wow, really? Yeah. I think after 100 days, I think we can get you to a 120 kilogram bench press. Yeah. And then with your deadlift, I'd say we can get you to about 180 kilograms. Hey! Digga, ich schwöre, ich habe das hier nicht gesehen, aber man hat ein Auge dafür als Powerlifting-Coach über die Zeit. Und ich habe so viele Athleten gesehen, die genau wie Matt sind. Weil das sind die zu mir ins Technik-Coaching häufig kommen. Das bist du, der gerade zuschaut, häufig auch. Deswegen ist das Video halt auch voll geil und ich wollte gerne eine Reaktion darauf machen, weil das halt der Normalo ist. Und es ist wirklich nicht schwer, so viel stärker zu werden in kürzerer Zeit, noch am Anfang. Yeah, so I love saying these numbers and then I love, Es ist dasselbe wie Leute, jetzt kein Scheiß, wo Jona das erste Mal bei mir war zum Training und wir zusammen trainiert haben, hat er wie viel gedrückt? 220, 210 und ich sagte zu ihm, in kurzer Zeit wirst du 260 drücken, 250 und er war genauso, also niemals und ich so, Digga, du unterschätzt, wie das Powerlifting-Training anschlägt, wenn du ein gutes Training willst, ja, deswegen habe ich auch immer wieder diese Feedbacks auf meinen Rise and Grind zum Beispiel, ey Pascal, ich habe jetzt heute erst wieder eins bekommen, ich glaube, ich habe das sogar gescreenshottet, der meinte, er hat auch 40 Kilo auf sein Bankdrücken gepackt innerhalb von, ich glaube, 8 Wochen oder so, weil es halt einfach, wenn du das Training gut ansetzt, so easy ist, also holt euch ein Trainingsprogramm, Leute, ich kann es nur sagen. Putting it to the test. So 1 week into my program, how have things been going? I mean, honestly, it's almost...
Und dazu kann man auch sagen, zum Beispiel Vadim von Johannes Luckas, den wir ja jetzt auch praktisch Powerlifting fit gemacht haben, da haben wir ja dieselben Predictions gemacht, die er nachher einhalten konnte. Ich habe ihm damals schon gesagt, du kannst auf 250 Kilo Kniebeuge gucken. Und er so, weiß nicht. Und Johannes so, chill, Bruder. Und er hat 255 leider gefailt auf der TWB, aber so, das war schon ein Bereich, in dem er liften konnte. So, den hätte er kriegen können mit ein bisschen mehr Übung und so. Also das ist überhaupt nicht abwegig, schnell gut zu werden. Und ein Auge als Powerlifting-Coach hat man echt ein gutes Auge dafür über Zeit. Du guckst jemanden an, du kannst es echt gut abschätzen. Was too easy. Like, this is just, it's a breeze, you know? Cakewalk? Yeah, I'd say that. Okay, yeah, no, this routine has absolutely destroyed me. I think the reason that I'm so sore is because these are mostly lifts that I've never done before, and I'm also putting in so much more effort than I otherwise would because I'm working towards a goal. One of the reasons why I'm doing this to begin with is because I'm a new dad. Oh, am I boring you? And I have so many more obligations and commitments, and I have so much less time than I normally would, that I felt like I needed to create an even bigger goal to stay committed to my fitness routine. I find that I respond really well to big goals. I need to find something that's going to be big enough to motivate me into action, but not be so big that it overwhelms me into inaction. And I think I found it. I don't know. This might be a little crazy. Mal nebenher, ne, so ein Video zu produzieren über so eine lange Zeit, ne? Ey, es ist so, der Typ ist ein kreativ so krasses Genie, Mann. Auf die Zeit halt mit dem, es ist unfassbar. Ich meine, so eine Aufnahme wie gerade, wo er so mit Muskelkater ging, also ich schaue ja auch so als YouTuber drauf, die hat er garantiert an einem anderen Tag gemacht, ne? 100%, das ist nicht das gewesen. Aber das ist aber auch für euch egal, als Künstler, den er, als der YouTube-Videos macht, ob das jetzt der Tag ist oder nicht. Es geht ja darum, wenn du jetzt Dune, ich will heute Dune im Kino gucken, Mann, da ist auch nicht an einem Tag jetzt wirklich chronologisch genau alle Aufnahmen gemacht worden, ja. Aber es ist krass, wie er es dargestellt hat, weil guck mal, was hier schon alles drin ist. Wir haben über Trainingsprogramme geredet, wir haben über Technik geredet, wir haben seine Background abgeholt und das alles in 15 Minuten, Digga. Ich brauche 15 Minuten nur zu erklären, dass ich mir heute Morgen in die Hose gekackt habe, Alter. Geisteskrank. A month into training, I was feeling stronger than I've ever felt before. I was lifting more weight than I'd ever lifted, and I was getting more confident that I could show up and give a great performance in my competition. Then, this happened. You got more, let's go. 4, and again, 5. You got one more. Heels down. You should not have done that. That might not have looked like much, probably because my big Also das ist halt wirklich was ich nicht verstehe. Habt ihr gesehen, wie weit er seine Füße hin hatte? gum face was smiling, but here's what it felt like inside my pec. It didn't hurt necessarily, but I knew something was wrong, and that this could potentially jeopardize my entire competition. I think it's fair to say that I'm pretty much a fitness influencer now, which means that I need to start promoting performance-enhancing products. That's why I'm really excited to share my sponsor for this week's video, all natural Squarespace. Squarespace isn't your typical product. It's a comprehensive platform designed to boost your performance both online and off. With Squarespace, you can create a stunning website to showcase your decrease sexual. So Leute, wenn es euch das interessiert, geht bitte zu Squarespace. Ich will ihm ja, weil ich reagiere drauf, nicht sein Hack wegnehmen, aber ich glaube, es ist für uns total relevant. Performance, always consult with a healthcare professional first. So he said it's probably a 1st or 2nd degree tear. Oh my god. Which is not good. What does that mean? He said probably 4 to 6 weeks before I can bench press again. Get out. Yeah. Yeah, it sucks. I can't believe it's that long. I know, I'm like crushed. I think you should see another physio. Until you get the answer you want. Yeah, exactly. Das ist eine Strategie, die ich auch immer verwende. Einfach immer so lange zum Arzt gehen, zu einem anderen Arzt gehen, bis einer von denen dir sagt, dass du jetzt heute schon wieder liften kannst und einfach wieder liften. This was a huge setback for me, but it's just one of the risks of powerlifting, especially when you're training at a very high level with high weights, trying to maximize every single workout.
I can't do basically any chest stuff, but he's like, you can do other upper body. Like you can do shoulders, you can do back, you can do your deadlifts and squats and lower body. So it doesn't completely halt all of my training, which is good. That's like the silver lining to it, but it still sucks to have to be out of like my full program for this long. Training is only one part of the puzzle. If I want to build strength and muscle, I need to get serious about what I'm eating. So from day one, I've been counting every calorie and tracking all my macros. This will help me stay more accountable, and it'll also ensure that I'm getting enough of the right foods. Specifically, I need to hit about 1 gram of protein per pound. Um das nochmal kurz abzuholen mit der Verletzung, es ist natürlich so, dass er auch viel gegrindet hat, habt ihr ja gerade gesehen. Da stand ja auch der Coach hinter ihm und sagte, komm, noch eine Rep mehr. Es kann ja sein, dass sie so einen M-Rep-Test gemacht haben oder so. Und wenn du jetzt, wie er, vorher gar nicht so trainiert hast und jetzt mit höherer Frequenz, das ist das, was ich gerade eben auch meinte, mit dieser Vierer-Frequenz, die man ja häufig sonst sieht beim Bankdrücken, dass wenn er das halt wirklich zu häufig macht, dass du belastest deinen Körper einfach viel zu doll, weil er das vorher nie gemacht hat und du hast dich nicht graduell in dieses Training reingetapert. Das bedeutet, dass das Risiko wiederum steigt, dass du dir halt so eine kleine Zerrung zuziehst. So eine Zerrung ist halt echt nicht so schlimm, aber nervig, ja, und unnötig. Und das kann dir eben am Unterkörper oder sonst wo genauso passieren. Wir haben halt viele so eine Flaschenhälse, die zu Problemen führen nachher, wenn wir halt zu doll draufladen. Und bei vielen ist das nun mal zum Beispiel auch der untere Rücken, der ja nun bei Neuumstieg auf Powerlifting-Training viel abbekommt, ja. And I've had to start eating more, a lot more. So I signed up for a meal delivery service here in Sydney called Bondi Meal Prep to make sure I never fall short on my calories. Would it be better to eat nothing but freshly prepared organic food from a professional chef? Yeah, sure. But with the demands of my work, the amount of time I spent training, and the new commitments that I have as a parent, this service has become essential for me at this point in my life. Despite my injury, I got back to training and eating and training and eating. I was putting... Witzigerweise war ich erst auf prepmameal.com oder so, wie das heißt. Ich habe übrigens keine Zusammenarbeit mit denen oder so, aber falls ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, prepmameal.de, bitte haut rein, schickt mir Sachen, ich würde mich freuen. Und habe mir das mal angeschaut, weil ich genau aus denselben Jahr, ich habe ja auch 3 Kinder, habe meine Selbstständigkeit als YouTuber und all so ein Bums und mein Krams und bin sehr beschäftigt und krieg's halt nie auf die Reihe, gut zu essen, Mann, leider mehr, seit einiger Zeit, deswegen struggle ich auch in meiner Diät so ein bisschen. Weswegen ich mir überlegt habe, auf so Meals zurückzugreifen. Das ist halt total effizient, ja. Und die Preise sind tatsächlich überschaubar im Gegensatz dazu, selber zu kochen, was Zeit kostet man. Und zwar richtig Zeit. Und ja, da bin ich echt am Überlegen. Also falls Prepmameal oder so oder irgendeine andere Firma, ich glaube Prepmameal habe ich mir angeschaut, Interesse hat, ja, das ist euer Moment, bei mir in die DMs zu sliden und zu sagen, hey, wir haben dein Video gesehen, wir schicken dir mal ein 24er-Paket, Dankeschön. Sonst muss ich selber kaufen. Verdammt, Scheiße, das will ich nicht. Everything I had. Bin ja nicht umsonst YouTuber geworden, Digga. Spaß. To each session, and it was starting to pay off. I'm going for 3 plates Aber da hat er on schon deadlift, 140, nee. which means that there's going to be 3 20-kilogram weights on both sides of the barbell. It's a lot of weight. I have never lifted this much before. I am feeling so much more confident in my squat, deadlift, and bench press. My pec has fully recovered. I've seen some really incredible strength gains, but the one thing that I haven't even had a chance to think about yet is the competition itself. So I'm heading back to base gym one more time to train with Bass. This will be my one and only competition training, so preparing for being under a 1 rep max. Something, by the way, which I have yet to do. Okay, so we're a few weeks out from competition and we haven't done a single 1 rep max. And competition is all about 1 rep max. So there's 2 things we need to learn. 1, what a heavy 1 rep max feels like. And 2, what it's like to lift in front of somebody who's giving you competition commands. There's 2 types of lifters in my experience. One that gets... Das war einfach ich gerade. Kevin Aiden mit dem Schritt nach seinen 300,5 Kilo oder was. Genau wie ich, ey. Scheiße. It's really nervous and messes up their performance. And 2, there's people that rise to the occasion and can actually lift more on competition day because of that competition. Mann, das ist Malta. Warum nimmt er nicht ein Video von mir? Schade, ey, das wäre so geil gewesen, das wäre geisteskrank. Competition pressure. Either way, we don't know what you're going to be like up until the day, but the biggest problem that people have on their first competition is understanding they can't just squat when they're ready, or bench press when they're ready, or perform the lift when they're ready like they would in training. They have to wait for the ref to give them the specific command, and if you jump the gun and you don't wait for the ref's call, it's a no lift. Let's start with the squat. The first thing that's going to happen is you have to unrack that weight.
Once you've unracked that weight and walked back into the position, you're gonna wait for the ref to say start. Squat. And then you have to squat to full depth, which is crease of the hip needs to be below the top of the knee. And then you wait for the ref to say rack. Einfach Vadim, genau, loslaufen, nachdem man, das unterschätzen so viele so krass, ne? Siehst du ja auch bei Matt, das auf Signale, beugen, heben, drücken, ist wirklich krass. That was me not waiting for my command. When you're lifting the most weight you ever have in your life, it's kind of hard to focus on anything else. Let's go. Hold. At the end of my session, I failed 4 out of 9 lifts. I don't think I was low enough for that. I don't Richtig gute Voraussetzung. think you did either. Not the best way to build my confidence. But I did finish the day with a few of my PBs. That's personal bests. Wrapping up my last session with Bass, there was just one more thing I needed to prepare me for the day. Das sind die neuesten Sleeves, ne, von SPD. I think I'm ready. Let me take my shirt off one more time. Here's day 1 of powerlifting, and here's day 108. To be fair, the lighting is a bit more favorable on the final day, but honestly, even for me, it's kind of hard to Ja, ich sehe keinen Unterschied. Du kannst es mit dem Licht auch so schwer sagen. spot the difference. The big reason is because I bulked for a large part of this transformation, so you're not going to see as much of a difference as you would if I cut the entire time. Also, it's just 100 days, so this is what change realistically looks like over that time. When it comes to my body measurements, though, there was a noticeable difference from day 1. Most importantly, my bicep increased by a half an inch. Habt ihr gesehen unten? Linke und rechte. So this is what change realistically looks like over that time. When it comes to my body measurements, though, 0%. Es wäre viel besser, wenn die kleiner geworden wären. Das wäre perfekt. Aber ja, er hat gebalgt. Also er müsste jetzt mal sagen, wie viel there was a noticeable difference from day 1. Most importantly, my bicep increased by a half an inch. The final test, and most important for a powerlifter, strength gains. And there's only one true way to test that. It's 5:16. The day of the competition has finally arrived. Ja. I'm a little bit nervous. Ich bin so aufgeregt, but Mann. I'm excited. Let's go! Whoa, horse barbell. Zoom in on the weight. Oh, okay, the weight, yeah, the weight. You're gonna make it. Yeah, I weighed myself this morning and I probably cut a little bit too much. Better dots, man. Okay. Great. Right, yeah, right in there. Yeah, great. Cool. Thanks, man. Awesome. Yeah, thank you. It's gonna make this whole place smell. Yeah, I'm gonna eat this outside. Is that weird? Ich finde gut, dass er so soziale Intelligenz mitbringt und sich Gedanken darüber macht, was die anderen Lifter, was für einen Einfluss er auf die nimmt, dass er draußen ist. Das machen nämlich viele Powerlifter nicht. Die stinken und scheißen alles voll und stehen im Weg rum, weil die soziale Kompetenz ist halt wirklich so niedrig, Digga. Also überall auf der Welt, ne? Nicht nur da. Aber das finde ich gut bei ihm, finde ich sehr sympathisch. There's a lot that can go wrong in this competition. I might have an off day, I might have cut too much weight, I might mistime my warm-ups or screw up the judges' commands. Now, in order to receive that squat command, your knees have to be completely locked and you must be standing straight. And to make it even more difficult, if I miss an attempt, I'm stuck at that weight. I'm not allowed to lower my weight once I submit it to the judges. Because of this, there's a lot of strategy that goes into each attempt. My first attempt should be easy and get me on the board. My second attempt should be a stretch. And my third attempt, well, that's when I'm going for broke and lifting way more weight than I've ever attempted before, aiming for 110% effort. So, Zach, how far out are we? I would say about 20-ish minutes, yeah. Yeah, about 20 minutes from my first attempt in my first ever powerlifting competition. Right now I'm just getting warmed up and trying to make sure we time it perfectly so that way I finish my warm-ups, get in line, and then do my first attempt. Yo, übel tief und übel leicht und übel schnell, Alter. Überleg mal. Und der hat am Anfang, ja, was mit 100 gebeugt.
nailed my first 2 squats, and then something clicked. I didn't want to go out there without pushing myself to my true limit. I was inspired seeing so many other athletes competing, attempting their best, and failing. I didn't want fear to hold me back from truly going for it. So I decided, instead of playing it safe, I changed my original plan and increased my attempt to 353 pounds. Ich bin low-key gerade ein bisschen emotional, Digga, weil ich Powerlifting vermisse, Digga. Ohne Scheiß. Wo du das siehst, wie die alle liften und sich rauslassen, das Miteinander, Digga, ist so geil. Damn. Sheesh. This would smash my previous best in training, and it would be 2 times. Hab ja jetzt auch, glaube ich, schon 1 Jahr oder so keinen Wettkampf mehr gemacht, man, gefühlt ewig seit der Verletzung. Naja, ist nicht 1 Jahr, aber ist echt schon lange, Digga. Nicht schweres Training mehr. Shit hurts, Bro, ich hab so Bock wieder. God damn. The weight I started with over 3 months ago. Oh. Ist sehr schöner Lift, aber du siehst halt wirklich, dass er das Gewicht noch nie bewegt hat. Du siehst, wie er sich nach hinten schiebt, also so immer wieder aus dem Schwerpunkt kommt. Das war wirklich genau am Limit, der Lift. 160 genau. Krass, geil. Nailed it. 160. Ja, so für sich Next selber up, klatscht. bench press. Ohne Scheiß, Leute, wisst ihr, was ich vermisse das einfach nochmal. Powerlifting, ihr wisst ja, ich habe Powerlifting halt einfach auch sehr professionell in letzter Zeit gemacht im Kader und ich hatte keinen geilen Wettkampf mehr, Mann, weil alles war Job und Stress für mich, Mann. Und ihn zu sehen, wie er das alles zum ersten Mal macht, Digga, ist so geil. Ich will das alles nochmal zum ersten Mal machen, Leute, wisst ihr? Es ist so geil. Unfassbar. Wenn ihr die Chance habt, mal Powerlifting zu machen, Leute, macht es mal ohne Spaß. Wisst ihr, für mich ist Powerlifting immer was anderes, weil ich ja auch in der Öffentlichkeit stehe damit. Leute gucken auf mich, ich muss Kommentare lesen, ich muss abliefern, ich muss neue PRs machen. Ich kann nicht einfach zum Wettkampf gehen und einfach nur Spaß haben häufig. Klar kann ich das, ja, aber man darf sich ja nichts vormachen als Kaderathlet so auf Weltebene. Du hast Competition. Ich bin jetzt sowieso ja nie der Beste gewesen weltweit, aber trotz dessen hast du ja Ansprüche an dich selbst. Es ist ja egal, ob du Erster oder halt Neunter wirst in dem Sinne, weil du halt einfach ein Leistungssportler bist und da geht der Spaß verloren, Leute. Ich habe den Spaß komplett verloren, leider. Deswegen. Easy. And last but not least, probably one of the most intense lifts of all, the deadlift. Ist aber auch eine kleine, süße, packte Halle, ne? Ohne Scheiß. Guck mal, da hinten ist direkt der Ausgang so und dann sind da alle drinne. Geil, Alter. Alle gucken dich an. Ich weiß, für viele von euch ist das jetzt unangenehm. Guck mal, wo die Refs hingesetzt haben. Hier vorne. Hier, wo ist der hier drüben? Hier hinten in der Ecke oder so drin? Keine Ahnung. Das ist doch der Hauptjudge. Dann ist das der Side-Judge, der aber nicht an der... Da ist noch jemand. Haben die einfach alle... Ja, kein Platz halt. Aber gut, funktioniert. Sie ist der Hauptjudge, das ist der Side-Judge, der eigentlich hier sitzen müsste und hier drüben ist ja noch ein Judge gewesen, ne? Lustig. Boah, er kann echt schon in dem, sorry für die vielen Pausen gerade, er kann echt schon in dem Bereich von 200 schielen. Er geht auf 200, Digga. Let's go. Yo. Saftig, Digga. Überleg mal, wo er in 100 Tagen hingekommen ist. Einfach zum 200 Deadlift, Digga. What the fuck? Yo. Damn. So the results are in, and I finished in 3rd place. Or, depending how you look at it, second to last. There were only 4 people in my weight class that competed, but honestly, this was never about winning for me. I truly didn't expect to win a powerlifting competition after only training for 3 months. For me, this was really about pushing myself, getting out of my comfort zone, trying something new. And I'm just proud of what I accomplished and blown away by the progress I've made over the past few months.
Using my rough 1-rep max calculator from a few months ago, I increased my 1-rep max on my squat from 185 pounds to 352 pounds. My bench press went from 200 pounds to 264 pounds. Yes, with a torn pec thrown in the middle. And my deadlift went from 256 pounds to 441 pounds. Insane. Which means Bass's predictions from day one were on the money, except for the deadlift, in which I lifted an extra 44 pounds. The coolest part about this entire experience for me, I did all this at the same time I turned 36 and became a parent for the first time. I challenged my own assumptions of what's capable if you dedicate yourself to a goal consistently and if you have a strong support system around you. Here's to the process, whether you finish first or second to last. Yo, sick Video, Bro. Ich bin low-key ein bisschen emotional. Damn. Ja, er ist 36 geworden, hat das erste Mal Powerlifting ausprobiert und hat geile Ergebnisse erzielt, was wichtig ist, Leute. Und ich hoffe, es hat ihnen auch Spaß gemacht. Da gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus, Alter. Ja, das ist ohne Scheiß, das Video hat mich richtig mitgenommen. Es hat mich richtig abgeholt, Digga. Es war der richtige Zeitpunkt für so ein Video, Mann. God damn it. Also, wenn ihr auch Bock habt, Powerlifting zu probieren, ich kann es euch nur sagen, Digga, probiert es, Mann. Und guck mal, ihr schreibt mir manchmal so, ich bin 27, es ist zu spät, mit Powerlifting anzufangen. Schaut euch an, was Matt gemacht hat. Und wie krass er seine Gewichte steigern konnte sogar in der Zeit, ne? Und wenn ihr dafür ein Trainingsprogramm braucht, man, halle at your boy, kilo4kilo.de mit 20% reinshoppen heute. Oder zu mir kommt zum Technik-Coaching, schreibt mir eine DM bei Instagram, Mann. Ist Bock, Powerlifting ist einfach der Shit, Digga. Ohne Scheiß, Powerlifting ist der Shit, Mann. Let's go. Pascal, du checkt raus, wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic.